ist an der Zeit, auch dem Diorama ein bisschen Farbe zu verpassen. Zunächst mal werde ich das ganze Diorama über alles mit Matt 8 Schwarz grundieren und danach geht es dann weiter mit der Airbrush. Jetzt geht es an die eigentliche Lackierung von dem Diorama. Ich werde jetzt einfach verschiedene Farben mit der Airbrush auftragen, beginnend mit Erdfarben, einfach verschiedene Brauntöne, vor allem hier und hier, und dann praktisch Farbe von diesen Trümmern von Gebäuden, diese Ziegelfarbe, ebenso Rotbraun und Rostfarben und so weiter. Um das mal hier so fleckig zu gestalten und möglichst variabel. Später dann werden wir uns um die Detailbemalung, Schienen und Wasserpumpe und so weiter kümmern. So, die Details sind jetzt bemalt, das war aber nicht weiter aufwendig, weil hier die Tonne, hier diese Leitung, die da rausschaut, die Schienen und hauptsächlich die Wasserpumpe eben. Okay, soweit so gut. Hier die Wasserpumpe hat zunächst Darkwash erhalten von MIG und danach habe ich ein paar kleinere Rostspuren mit MIG Light Rust Effects aufgetragen. So, jetzt kommt natürlich das Wichtigste, nämlich ganze Horden von Pigmente, die wir da jetzt einfach mal verteilen, um wie ich da hier realistischen Untergrund zu erhalten. Da habe ich jetzt hier von Vallejo Pigmente, Burnt Sienna und Brown Iron Oxide, die eignen sich sehr gut, um so Ziegelstaub darzustellen. Da haben wir ja ziemlich viel davon. Und Vallejo Light Sienna, einfach so für zwischendrin. Und die Erde wird dann mit einer Mischung aus Dark Matte, Dry Matte und Russian Earth auch erstellt. Also die ganzen MIG-Pigmente und die Vallejo-Pigmente kommen hier zum Einsatz.
So, jetzt müssen wir die Pigmente ja ein bisschen fixieren. Und da habe ich jetzt hier den MIG Pigmentfixer. Und den kann man hier mit dieser Pimpette da ziemlich gut drauf träufeln. Und dann werden die Pigmente schon halten. Aber da jetzt mit dem Pinsel das auftragen wollte, dann wird man ja alles wieder vermischen auf dem Diorama. Und deswegen muss man das jetzt einfach so ein bisschen drüber schütten. Ja, es sieht gut aus und die Pigmente halten auch so. Ja, bin sehr zufrieden damit. So, als nächstes befestigen wir mal die Figuren und den Panzer. Okay, im Prinzip ist es fertig. Jetzt möchte ich da hier außenrum an der Diorama Base noch diese Bilder aufkleben, einfach so zur Dekoration. Und ich denke, das sieht auch recht interessant aus. Die habe ich jetzt einfach aus dem Internet und dann auf die richtige Größe trimmt, ungefähr, und dann ausdruckt. Und das klebe ich dann einfach mit Klebestift oder mit ein bisschen Ponalleim auf. So, jetzt ist es geschafft. Es war doch ein sehr langwieriges Projekt, hochinteressant, und wie ihr euch sicher denken könnt, ich hatte großen Spaß, das zu bauen. Ich hoffe, ich konnte euch zeigen, dass es gar nicht so schwierig ist, so ein Diorama zu bauen. Das ist eigentlich nur eine Frage der Materialien und der Geduld. Und ich denke, das kann so ziemlich jeder genauso oder auch besser machen wie ich. Ja, ich hoffe, ihr habt was Neues lernen können. Und ja, man sieht sich im nächsten Video. Euer Hamid Kabak.